Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist soweit, the special one ist zurück. Laut dem Marca, laut dem As, laut La Coppe, laut Nicolo Schida, laut Fabrizio Romano und ist es soweit. Real Madrid und José Mourinho sind sich einig geworden und dass die Unterschrift unter den Vertrag kommt, ist nur noch eine Frage von Tagen, bis das offizielle Here We Go kommt. José Mourinho, the special one, ist der neue Trainer von Real Madrid. Was es dazu an Informationen gibt, teile ich natürlich in diesem Video mit euch. Dann müssen wir uns aber auch darüber unterhalten, dass es eine Krisensitzung bei Real Madrid gibt zwischen Florentino Perez und Kylian Mbappé. Dem Verein gefallen die Äußerungen und das Verhalten des Franzosen in den letzten Wochen, in den letzten Tagen überhaupt nicht. Und es wird auch über die Zukunft von Kylian Mbappé geredet. Dazu brauche ich die Hilfe von der Community bei einer Frage, die ich habe. Also, viel Spaß und danke für die Hilfe im Voraus beim Video. Ja, und fangen wir direkt einmal an mit der Aktion, wo ich eure Hilfe brauche, wo ich eine Frage an euch habe. Und zwar habe ich gestern dieses Video entdeckt, was hier neben mir läuft. Und ich habe eine Frage von euch. In welchem Zusammenhang wurde dieses Video aufgenommen? Ist das tatsächlich die Meisterschaftsfeier von Galatasaray? Und hat der Busfahrer da wirklich das Leben der Spieler riskiert? Ich habe da gesucht etc., aber auf der einen Seite ist mein Türkisch nicht gut genug, auf der anderen Seite, ja, gibt es Quellen, denen ich nicht vertraue. Diejenigen, die mir erklären können, was das damit auf sich hat, bitte in die Kommentare. Als ich das gesehen habe, naja, ich habe gehört von, dass es nur ein Fanbus bis, das sind die Spieler etc. Also lasst mal bitte die das wissen, in den Kommentaren, was da los ist, würde mich höllisch interessieren. So, Schluss damit. Ich hoffe, das Schwarmwissen auf meiner Community hilft mir da. Kommen wir jetzt aber zu Real Madrid und da kommen wir mal zu erfreulichen Nachrichten. Davon gab es nicht viele bei Real Madrid in den letzten Wochen, in den letzten Tagen. Deshalb, Rodrigo ist wieder in der Reha, ist wieder im Laufen bei Real Madrid im Valdebebas unterwegs. Und das sind Nachrichten, die uns Madridista noch ein Lächeln ins Gesicht treiben. Ich werde nicht vergessen, ein Rodrigo hat mit einem kaputten Kreuzband und Meniskus, beide gerissen, hat er noch weiter Fußball gespielt für Real Madrid unter höllischen Schmerzen. Also, ob ich von Rodrigo in den letzten Jahren viel gehalten habe oder nicht, spielt in dieser Sekunde keine Rolle. Ich wünsche Rodrigo natürlich, dass der möglichst schnell fit wieder auf dem Platz steht für Real Madrid. Viele von euch haben mich nach Rodrigo gefragt. Das sind wieder die ersten Bilder des Brasilianers. Ja. Das ist also aktuell zum Kader. Ansonsten kann ich euch sagen, ich blende euch mal das Training von gestern ein. Und es gab zwei erfreuliche Überraschungen. Die erste, ein Fede Valverde ist wieder zurück. Nach seiner Auseinandersetzung mit Aurélien Tchouaméni, formulieren wir das Ganze mal so, stand der Uruguayer gestern wieder auf dem Trainingsplatz, hat einige Übungen mit der Mannschaft absolviert, und zwar, wo sie am Anfang 5 gegen 2, 6 gegen 2, 10 gegen 2 spielen, bei den Torschussübungen etc. war er auch dabei, beim Spiel, wo es Zweikämpfe geben kann etc., da wurde der Uruguayer noch geschont. Und wenn ihr mich fragt, sieht es sogar so aus, als wenn der vielleicht am letzten Spieltag gegen Athletic Bilbao doch noch einmal für Real Madrid spielen wird. Naja, das werden die Teamärzte Álvaro Arbeloa und Fede Valverde selber entscheiden. So, das war also die Trainingseinheit. Unsere Spieler bereiten sich auf das Spiel morgen gegen Sevilla vor und natürlich wird es morgen ein Live-Watch-Along geben. Ab 19 Uhr startet das Spiel, so eine halbe Stunde vorher werde ich online sein. Also lasst uns zusammen die letzten 2 Spiele von Real Madrid überleben. Ja, vor allem gegen ein Sevilla, was in absoluter Topform kommt, für die es wirklich um was geht. Ich will mir das Spiel gar nicht ausmalen. So, Schluss jetzt damit. Ich habe euch gesagt, es gab in den letzten Tagen, Wochen wenig gute Nachrichten für Real Madrid. Aber das hat sich zumindest juristisch geändert. Real Madrid hat zweimal vor Gericht gewonnen.
Punkt Nummer 1, Real Madrid kriegt ihre Sky Bar zurück. Das Kronjuwel. Bei Real Madrid gibt es zurzeit ja wirklich viele Restaurants, es gibt einen Sushi-Laden, es gibt unten eine ganze Foodmeile, eine riesen Essensmeile, Getränke etc. pp. Aber das Kronjuwel, die Sky Bar, das wo nur die oberen 1000 oder wie man das sagt, da oben ihre Getränke, ihre teuren Getränke und Cocktails schlürfen können, während sie Real Madrid zuschauen. Auch bei den Spielen soll die Sky Bar geöffnet sein. Die war bisher nicht in Betrieb. Warum? Diejenigen, die die Auktion gewonnen hatten, um diese Sky Bar zu betreiben, sind Konkurs gegangen. Das war eine große Firma in Spanien etc. Aber die waren Konkurs, dann gab es ein Insolvenzverfahren und Real Madrid hat sich jetzt mit den Insolvenzverwaltern geeinigt. Die Sky Bar gehört wieder Real Madrid und diesmal wird Real Madrid das selber in Betrieb nehmen. Also, es wird keinen Drittanbieter geben. Real Madrid hat da so schlechte Erfahrungen gemacht, die machen das jetzt selber. Mehr Gewinne für Real Madrid. Ja, und gleichzeitig hat Real Madrid auch vor Gericht gewonnen gegen Ruido Bernabéu wegen der Konzerte. Ihr wisst, die Konzerte hatten Dezibelzahlen in Madrid überstiegen, die Nachbarn haben geklagt und sie hatten José Ángel Sánchez und die Santiago Bernabéu SL, also die Firma, die gegründet wurde, nur für das Santiago Bernabéu angezeigt und das Gericht hat klargemacht vor Gericht, ein José Ángel Sánchez oder Real Madrid, das Santiago Bernabéu, sind nicht verantwortlich dafür, wenn diese Dezibelzahlen überschritten werden. Das müssen die Veranstalter von diesen Auftritten, von diesen Konzerten etc. selber in den Griff bekommen. Also, wie gesagt, Real Madrid kann deshalb nicht mehr angezeigt werden. Also Real Madrid ist da raus. Ja, und bevor ich euch jetzt die offiziellen Kommuniqués vorlese etc., ja, lassen wir uns mal unterstützen von diesem Bericht. Neuigkeiten im Management des Bernabéu. Nach der gerichtlichen Entscheidung erhält Madrid den Besitz über die Sky Bar zurück und die Konzerte werden wieder stattfinden, wie Florentino im Interview hier bei La Sexta verriet. Werden die Konzerte ins Bernabéu zurückkehren? Ich denke schon. Das ist das Bild, das sich im Bernabéu wiederholen könnte. Und bald? Sehr bald. Nach dieser Entscheidung sehr bald. Nachdem die Justiz Real Madrid Recht gegeben hat, Die Veranstalterfirmen sind dafür verantwortlich, die Einhaltung der Dezibelgrenzen zu überwachen. Hat Ihnen das alles wehgetan? Ja, das tut mir weh, genauso wie die Parkplätze. ein Florentino, dem auch die Parkplätze zu schaffen machen. Sowas ist mir noch nie passiert. Bei Nachbarn gegen Madrid nehme ich an, dass sie Atletico-Fans sind. Ein Bernabéu, das erneut einen juristischen Sieg erringt Real Madrid wird den Besitz der Sky Bar zurückerlangen. und kündigt an, dass es den luxuriösesten Bereich seines Stadions zurückgewinnen wird. Ja, ihr habt es selber gehört, Real Madrid zweimal erfolgreich vor Gericht und laut dem Florentino Perez sagt er sogar, es soll sehr, sehr bald neue Konzerte geben. Im Endeffekt hat er aber auch klar gemacht, die finanziellen Gewinne von Real Madrid hängen nicht von diesen Konzerten ab. Das Bernabéu wird sonst anderweitig gebucht etc. Trotzdem im Endeffekt, wenn das Santiago Bernabéu wieder gefüllt wird mit einer Taylor Swift, was auch immer, mit Konzerten, bringt das immer nur mehr Geld in die Kassen von Real Madrid. Ja, und wir müssen ja, ich habe es immer wieder gesagt, Real Madrid ist kein Ölverein, ist kein Scheißverein. Real Madrid braucht diese Einnahmen. So, Schluss jetzt damit. Kommen wir jetzt zu einer schlechten Nachricht, in diesem Fall für einen Spieler von Real Madrid. Das, was zu erwarten war, ist eingetroffen. Ein Eduardo Camavinga hat es nicht in den 26-Mann-Kader von Frankreich für die WM geschafft. Eduardo Camavinga, vor der Saison habe ich gesagt, diese Saison wird eine entscheidende für ihn in seiner Karriere sein. Er muss zeigen unter dem Xabi Alonso, dass er bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen, die nächste Entwicklungsstufe. Letztes Jahr unter Carlo Ancelotti hat man noch gesagt, ja, der spielt nicht oft, ist oft auf der Bank etc., war immer wieder verletzt. Dieses Jahr war die Explosionssaison von dem Eduardo Camavinga. Ja, und während ein Arda Güler an ihm vorbei seine Explosionssaison hatte, haben wir alle mitbekommen, was bei Eduardo Camavinga passiert ist. Das ist einem Didier Deschamps natürlich auch nicht entgangen und er ist nicht im Kader. Eduardo Camavinga hat sich dazu selber auf seiner Instagram-Seite geäußert und geschrieben:
Nicht die Nachricht, auf die ich gehofft hatte, aber so ist Fußball. Natürlich tut es weh, besonders wenn man weiß, wie viel es mir bedeutet, dieses Trikot zu tragen. Ich werde das Team von zu Hause aus auf jeden Schritt unterstützen und anfeuern. Meinen Brüdern alles Gute bei der WM. Geht hin, macht das Land stolz und bringt es nach Hause. Ich werde weiterarbeiten, weiterkämpfen und stärker zurückkommen. Ja, im Endeffekt, auch wenn es mir für den Eduardo Camavinga leid tut, sind das die richtigen Worte, das ist die richtige Einstellung. Es liegt im Endeffekt an dir selber. Wenn du für Real Madrid und für die französische Nationalmannschaft spielen willst, dann reicht der Fußball, den du in den letzten 3 Jahren gezeigt hast, einfach nicht. Nicht um ein Starspieler von Real Madrid zu sein, nicht um ein Stammspieler in der französischen Nationalmannschaft zu sein. Dafür sind beide Kader zu gut. In Spanien ist auch die Information unterwegs, dass bei einem guten Angebot ein Eduardo Camavinga verkauft werden könnte. Real Madrid sucht immer noch händeringend diesen Spielmacher, Spielgestalter à la Rodri etc. pp. Das Geld von Eduardo Camavinga könnte dafür verwendet werden. Naja, wie dem auch sei, lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und selbst wenn du nicht gut genug für Real Madrid bist oder für die französische Nationalmannschaft, bedeutet das nicht, dass du ein schlechter Fußballer bist. Im Gegenteil, du bist immer noch gut genug für 95% aller anderen Fußballvereine. Also, Eduardo Camavinga ist ein toller Kicker, hatte vielleicht nicht das Glück, was er bei Madrid brauchte. Naja, ich bin gespannt, ob er sich wirklich dran hält und jetzt weiter kämpft, weiter dran zieht. Könnte ja auch eine gute Nachricht für Real Madrid sein. So, kommen wir jetzt zu einem der beiden Hauptthemen und fangen wir da erstmal an mit José Mourinho. Bevor wir weitermachen, hören wir uns an, was Fabrizio Romano zu sagen hat. Und nun, Leute, können wir sagen, dass die Vereinbarung zwischen José Mourinho und Real Madrid, wie ich euch vor 2 Tagen mitgeteilt habe, in den letzten Zügen ist. Ich habe Ihnen diese Woche gesagt, dass es in die Endphase geht und jetzt ist die Einigung zwischen José Mourinho und Real Madrid wirklich, wirklich unmittelbar bevorstehend. Also warten wir auf die endgültige Zustimmung von Real Madrid und dann heißt es, here we go, die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid. Und was wir jetzt sagen können, ist, dass José Mourinho jede einzelne Bedingung akzeptiert hat. Kein Problem beim Vertrag, kein Problem bei der Laufzeit, beim Gehalt. José Mourinho wollte natürlich das Projekt von Real Madrid verstehen, aber José Mourinho ist bereit zu unterschreiben und als neuer Cheftrainer von Real Madrid zu starten. Also alles ist bereit für Mourinho. Es fehlt nur noch das endgültige grüne Licht von Real Madrid und dann heißt es, here we go. José Mourinho zu Real Madrid wird in Kürze erwartet. Ja, und so oder so ähnlich klingt das auch in der Coppe, beim AS oder bei Marca. Beim Marca war das heute sogar das Titelblatt. Also José Mourinho kommt zurück, er ist der Auserwählte. Jetzt ist das nur noch eine Frage vom Timing. Bei Real Madrid, wir wissen, stehen noch Präsidentschaftswahlen zur Debatte. Mal schauen, ob sich ein anderer Präsidentschaftskandidat stellt. Ich habe euch Enrique Riquelme erklärt. Mal schauen, ob er sich stellt oder er sagt, nee, gegen Florentino Perez nicht so ein Bock. Naja, sollten keinen anderen Kandidaten sich zur Wahl stellen, hätte Florentino Perez das Ding ja relativ schnell wieder in der Tasche und könnte dann wahrscheinlich auch die Unterschrift unter den Vertrag mit José Mourinho setzen. Aber ihr habt es selber gehört, José Mourinho ist zurück. Ja, und das, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das hat der Kader selber zu verantworten, dass er zurück ist. Real Madrid ist der Meinung, dass er der Einzige ist, der die Kapazität hat, diesen Kader wieder auf Linie zu bekommen, diese Kabine in den Griff zu bekommen. Und ich drücke ihm alle Daumen, ich bete für ihn, um ehrlich zu sein. Denn dieses Real Madrid, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man diese Kabine noch irgendwie wieder zusammenschweißen kann. Aber ich sag mal so, der José Mourinho, der damals von Inter Mailand nach Real Madrid gekommen ist, der hätte es geschafft. Mal schauen, ob dieser José Mourinho noch im heutigen José Mourinho schlummert. Ja, bin ich gespannt. Ist der Trainer die richtige Wahl für euch? Lasst dazu bitte auch eure Meinung in den Kommentaren. Und zu guter Letzt, wir alle haben mitbekommen, was bei Kylian Mbappé in den letzten Wochen abgegangen ist. Und seien wir mal ganz ehrlich, einige haben mir vorgeworfen, dass ich ihn zu viel angreife, andere, dass ich ihn zu sehr verteidige. Ich bringe das mal ganz kurz auf den Punkt. Kylian Mbappé hat im Ursprung seines Unmutes Recht. Ich gebe ihm Recht, dass er sauer sein darf auf seine Kollegen, weil sie das Projekt Xabi Alonso zerstört haben. Gebe ich ihm absolut Recht. Wobei ich ihm kein Recht gebe, ist bei seinem Verhalten, wie der das zeigt.
Denn du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du zeigst deinen Kameraden, so benimmt man sich als Vollzeitprofi und du gibst für einen Álvaro Arbeloa und für Real Madrid alles, auch wenn das nicht dein Wunschtrainer ist, und zeigst den anderen, seht ihr, so macht man das, auch wenn man den Trainer nicht mag. Oder Variante 2, du bist ein bockiges Kind, du sagst, du bist verletzt, reist aber durch Frankreich, Italien, lässt dich fotografieren, landest 10 Minuten vom Anstoß. Wenn du vor eine Kamera trittst, greifst du deinen Trainer an, sagst, du bist nur noch der 4. Spieler etc. Ja, und teilst jedem in Real Madrid und in der Öffentlichkeit deinen Unmut mit. Und das geht nicht. Und jetzt kommen natürlich wieder die Gerüchte hoch, dass er schon damals quasi der verdorbene Apfel war bei Paris Saint-Germain, um die herum ein Riesenchaos entstanden ist. Und jetzt wirft man ihm das Gleiche bei Madrid vor, wobei man auch sagen muss, am Anfang der Saison war das nicht so. Wie gesagt, deshalb, differenziert versuche ich das zu betrachten. Ich finde, der Ursprung seines Protests ist richtig, aber die Art und Weise, wie der das jetzt auslebt, das ist keines Profis von Real Madrid würdig, erst recht nicht demjenigen, der der Leader von Real Madrid sein soll. Der soll der Anführer, das Gesicht des Projektes sein. Und du kannst nicht als Gesicht des Projektes ganz klar nach außen kommunizieren, ich habe keinen Bock auf Real Madrid. Du ziehst nur den Unmut der Fans auf dich. Und nicht nur den Unmut der Fans, sondern auch den Unmut des Vorstandes. Lesen wir uns diese Informationen zusammen einmal durch. Das direkte Aufeinandertreffen zwischen Florentino und Mbappé. Das Treffen zwischen dem Präsidenten und dem Stürmer ist dringend notwendig geworden. Gesten wie die des Franzosen sind im Verein besorgniserregend und die Wiederherstellung von Ordnung und Kontrolle im Team hat Priorität. Vor dem Sturm, der am Donnerstag gegen Mitternacht durch Kylian Mbappés Aussagen ausgelöst wurde, hatte Florentino Pérez bereits geplant, die Unklarheiten rund um die angespannten Momente der letzten Monate in der Kabine von Real Madrid mit einem der Schlüsselspieler des Vereins zu klären. In einer dieser Momente war und ist der französische Stürmer der Protagonist eines Treffens, das eigentlich der Zukunftsplanung dienen sollte. Die Führungsetage von Real Madrid wollte aus erster Hand erfahren, wie Mbappés Zukunftspläne aussehen und insbesondere, wie er die kommende Saison angehen will. Der Franzose verdeutlichte dies, indem er seine Zufriedenheit bei Real Madrid zum Ausdruck brachte. Der Wortwechsel zwischen Mbappé und Arbeloa nach dem Spiel gegen Oviedo unterstrich die Dringlichkeit des Treffens zwischen dem Präsidenten und dem Spieler, bevor der Stürmer sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Die Verantwortlichen von Real Madrid waren besorgt über Gesten und Vorfälle um Mbappé, die sich zusehends häuften. Sie wissen als Erste, dass er sich von der Mannschaft distanziert hat und dass seine Mitspieler sein Verhalten nicht verstehen und es für völlig vermeidbar halten. Nach Mbappés Ausbruch nach dem Spiel gegen Oviedo, den er ohne Rücksprache mit dem Verein tätigte, richtete sich die Kritik nicht nur gegen den Cheftrainer, sondern auch gegen seine Mitspieler. Bei Real Madrid gilt der amtierende Torschützenkönig weiterhin als Schlüsselspieler und Florentino Pérez hält ihn für den Besten. Doch niemand ist bei Real Madrid unersetzlich, wie die Beispiele von Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos zeigen. Der Präsident hat diese Probleme angegangen und gelöst, indem er dem Verein Priorität einräumte oder zumindest die etablierte Vereinsstrategie konsequent verfolgte. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber ihr habt es gehört. Real Madrid hatte ohnehin vor, mit dem Kylian Mbappé zu reden, um die Zukunftsplanung von Real Madrid, um ihn zu fragen, wie soll es mit dir weitergehen? Möchtest du nächste Saison wieder Teil der Mannschaft sein? Möchtest du dich mit Vini, Valverde, Bellingham etc. wieder zusammenraufen oder soll das bockige Hin- und Hergetue weitergehen von allen Seiten? Möchtest du wieder mit Esther Exposito durch die Welt tingeln, während deine Mannschaft spielt? Ja, und dieses Treffen, was eigentlich ein Zukunftsgespräch werden sollte, ist jetzt nochmal akuter geworden, weil Kylian Mbappé, wie ihr es mitbekommen habt, wie ich euch gestern gesagt habe, den Trainer angegriffen hat und auch seine Mitspieler. Ja, denn der hat auch so Sätze gesagt in dem Interview wie: Ich stelle mich hier und beantworte eure Fragen. Von anderen erfahre ich immer nur über Hörensagen, was sie gesagt haben. Also das war angeblich so ein Schuss in Richtung Jude Bellingham. Ja, wie dem auch sei, Florentino Pérez möchte das Ganze nun selber in die Hand nehmen. Florentino Pérez hat in der Vergangenheit sogar bei dem Cristiano Ronaldo und dem Sergio Ramos schon irgendwann gesagt, es tut mir leid, aber Real Madrid steht über allen, selbst über einem Cristiano Ronaldo. Wie soll Real Madrid dann nicht über einen Kylian Mbappé stehen? Ja, ich bin gespannt, wohin das Gespräch führt.
Ich bin gespannt, ob Kylian Mbappé denkt, diese Stimmung, diese Kabine ist noch zu kippen. Und wenn ja, wie gesagt, dann hoffe ich und drücke die Daumen, dass José Mourinho der Richtige dafür ist. Ich bin gespannt, wie ihr diese ganze Situation einschätzt. Ihr wisst, eure Meinung ist mir wichtig. Lasst sie bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hypt dieses Video. Lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. À la Mali!